Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute sprechen wir darüber, wie ihr dieses Ding hier mit diesen Produkten zu diesem Package verwandelt. Mehr dazu jetzt. Zuallererst mal die Frage, was ist der IV-Sleeve und wofür brauche ich das eigentlich? Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Wir haben uns mit professionellen Anwendern ausgetauscht und diese auch sozusagen beobachtet und sind darauf gekommen, dass bei der Anwendung von Infusionen einige Ablaufverzögerungen vorkommen und es da natürlich auch, wenn ich mit externen Personen zusammenarbeite, die keine Ahnung von der Materie haben, dass es da durchaus dazu kommt, dass man hier länger braucht und viel erklären muss als Notarzt. Und das, was ihr hier seht, das ist das Ergebnis von viel Entwicklungsarbeit. Das habt ihr mit 100%iger Sicherheit noch nirgendwo anders gesehen. Und das ist eines unserer innovativsten Produkte, die es aktuell bei Black Trident gibt. Kommen wir dazu, was macht das Ganze, was kann das? Ihr habt in diesem Produkt, dem IV-Sleeve, alle Produkte, die zum Legen einer Infusion nötig sind, in einer semantisch-logischen Abfolge angeordnet. Das heißt, dass die Artikel auch nach der Abfolge, wie sie angewendet werden, platziert und positioniert werden können. Hier haben wir jetzt einmal alle Artikel, die in diesem Infusions-Sleeve drinnen sind. Wieso ist das so interessant, dass alles in einem Package drinnen ist? Wir haben nämlich beobachtet, dass gerade bei Medics, die haben oft riesengroße Medic-Bags mit unterschiedlichen Fächern und dort ist es aber so, dass sie diese Artikel, die jetzt hier in einem Package sind, oft verteilt haben, in unterschiedlichen Taschen, unterschiedlichen Fächern. Und gerade dann ist es schwierig, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die vielleicht nicht so tief drinnen sind, die zum ersten Mal dabei sind, dass jemand eine Infusion braucht, die anzuweisen und zu sagen, hey, gib mir bitte das mit der roten Schrift in der und der Tasche, das kostet Zeit. Und deswegen gibt es den Black Trident IV-Sleeve. Alles in einem Package, alles zusammen und du kannst auch jemanden anweisen, der absolut keine Ahnung von Infusionen hat und der noch nie bei so etwas dabei war. Aber fangen wir an mit dem grundsätzlichen Aufbau des IV-Sleeves. Generell eines der markanten Merkmale vom IV-Sleeve ist diese Schnur hier. Die ist nämlich dafür da, wer schon mal bei einer Unfallszene so etwas beobachtet hat oder so etwas im Fernsehen gesehen hat, der kennt vielleicht, dass irgendwo jemand steht, der eine Flasche so hält. Und diese Person, die macht nichts anderes außer das. Und stell dir vor, du bist alleine, wie machst du das dann? Hier ist eben genau das Spannende, weil ich habe hier eine Schnur, die kann ich auf der einen Seite an Peripherie, wie zum Beispiel ein Autospiegel, irgendwas, was in meiner Umgebung ist, wenn ich alleine arbeite, aufhängen. Oder, der häufigere Fall, ich kann sie einem Unbeteiligten umhängen und selbst als Notarzt diese Person anweisen. Du könntest jetzt mir, wenn du Notarzt bist, mir sagen, hey, gib mir bitte da vorne das mit der roten Schrift und ich kann es sofort finden und dir geben. Des Weiteren ist hier ein Kordelstopper verbaut. Das heißt, du kannst auch die Höhe, wie der IV-Sleeve an Peripherie oder an der anderen Person positioniert ist, verstellen. Und so wirklich den optimalen Fluss der Infusion gewährleisten. Dann, welche Artikel haben wir da drinnen überhaupt? Wie kommt der IV-Sleeve bei dir an? Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Generell, ich habe hier jetzt einen nagelneuen IV-Sleeve. Und was ihr seht, es ist ein sehr kompaktes Package. Und ich mache das jetzt hier mal auf. So schaut das Ganze aus, wenn das bei euch geliefert wird. Und hier haben wir sozusagen die Schnur, die eben für die Aufhängung verantwortlich ist. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Grundsätzlich wird das so ausgeliefert, dass es für 500 Milliliter Flaschen und Beutel passt. Dass es für Beutel passt, das könnt ihr zum Beispiel auch hier sehen, wo wir das Ganze so haben. Und ich habe jetzt hier, um euch das genau zu zeigen, wie man das Ganze anpasst, mal eine 1 Liter Infusionsflasche mitgebracht. Und das erste, was ich mache, ist, da es für 500 Milliliter ausgeliefert wird, ist, dass ich hier an der Seite, wo der Kordelstopper ist, einmal diesen Knoten löse. Und hier werde ich jetzt eher auf das äußere Maß gehen und hier einen kleinen Knoten machen. Dieser kleine Knoten, der dient nur dazu, dass ich die Flasche bzw. dass ich den Kordelstopper nicht verlieren kann. Jetzt habe ich hier einmal mehr der Shockcord, die elastisch ist. Da ist auch ganz wichtig, diese Shockcord
die dient nicht dazu, um einen Druck auf die Flasche aufzubauen, sondern die ist lediglich dafür da, um den IV-Sleeve an die verschiedenen Packmaße anzupassen. Hier habe ich jetzt das Ganze drinnen und ich schiebe jetzt hier meine Flasche durch. Jetzt kann ich auch noch schauen, wo die Aufhängung ist. Ich werde das jetzt so positionieren, dass die Aufhängung relativ mittig ist an der Flasche. Und hier unten, hier habe ich zwei Laschen, die sozusagen auch hier mit einem Kordelstopper fixiert sind. Und die kann ich jetzt hier um den Flaschenhals geben. Dadurch kann ich nämlich den Infusionsbeutel sichern gegen Durchrutschen und auch die Höhe, wie der IV-Sleeve an der Flasche sitzt, sozusagen regulieren. Ich stelle das jetzt hier genauer ein und habe jetzt meinen ersten Schritt schon mal durchgeführt. Jetzt kommen wir zum nochmal ein Feature, was auch in der Anwendung sehr praktisch ist. Wenn ich jetzt der Ersthelfer bin und der Notarzt kommt, dann habe ich jetzt auch die Möglichkeit, hier den Kordelstopper ganz runter zu ziehen sozusagen und die Infusionsflasche mit der darauf hängenden Line direkt rauszudehnen und dem Patienten mitzugeben. Jetzt kommen wir dazu zu den nächsten Erste-Hilfe-Artikel beim Verpacken. Hier habe ich das Kanülenverweilpflaster, 2 Stück, und die kann ich jetzt je nach Hersteller, ich zeige euch jetzt mal in diesem Fall, habe ich die jetzt gefalten und ich falte beide gleich, nämlich einmal in der Mitte und einmal das untere Ende, sodass nicht, dass ihr das Pflaster faltet, und habe jetzt hier die Möglichkeit, die beiden ineinander zu geben. Das mache ich nämlich aus folgendem Grund, dass ich jedes separat auch rausziehen kann und nicht sozusagen, wenn ich das vordere rausziehe, das hintere auch irgendwie mitbewege. Und das kommt in das ganz große Fach, welches da hinten ist. Ich gebe das da jetzt einmal ein. Und hiermit habe ich das Erste-Hilfe-Produkt platziert. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Hier habe ich jetzt den Trockentupfer und hier habe ich die Alkotupfer. Jetzt kommt es natürlich so, den Trockentupfer, den gebe ich jetzt hier in das vordere Fach vor dem Kanülenverweilpflaster. Und hier habe ich jetzt auch noch die beiden Alkotupfer, die ich jetzt auch so hineingebe. Ich falte die jetzt auch so speziell. Also erstens mal, ich überlege mir immer beim Reingeben, dass ich eines separat rausziehen kann. Und wenn ich hier das Ganze so hineingebe, dass ich außen auch noch lesen kann Alko, dann habe ich hier auch ganz klar die Möglichkeit, einen Unbeteiligten anzuweisen, wie das funktioniert. Hier kommen wir jetzt zum nächsten Produkt, nämlich den Verweilkanülen. Die kann ich je nach Hersteller, sollte man gucken, was ein guter Weg ist, um die sozusagen hier kompakt hineinzugeben. Ich falte die hier jetzt leicht nach oben wie ein kleines U und gebe die jetzt in die hier außen liegenden Laschen hinein. Hier habe ich insgesamt 4 Laschen sozusagen, 2 Laschen braucht ein Produkt. Da ist es auch noch wichtig, je nach Hersteller gibt es ja auch welche, die sozusagen eine größere Ausnehmung haben. Hier einfach so platzieren, dass man sich wirklich denkt, okay, passt, ich kann das immer wieder rausziehen. Hier bei denen ist es jetzt so, dass ich egal nach oben oder nach unten die Verweilkanülen ziehen könnte. Ich gebe jetzt hier auch die zweite hinein. Und hier seht ihr auch noch, hier ist auch wieder ein Stück Shockcord. Da gebe ich jetzt die Spülung hinein. Und ihr seht, es ist natürlich, ich habe hier jetzt ein paar Sachen draufgegeben, aber das ist sozusagen das, wo ich auch noch viele Möglichkeiten habe, das als User selbst zu gestalten. Jetzt kommen wir zur Line. Die Line, die gebe ich jetzt auch hier hinein. Und hier ist auch nochmal das wichtige Ding, die Position des IV-Sleeves an sich auf der Infusion, dass ich eben hier nicht Überstand in eine Richtung in extremen Ausmaß habe. Und zu guter Letzt habe ich hier noch das Rückschlagventil. Das kann ich hier zum Beispiel auch an der Seite an dieser Stelle einfädeln. Und wie ihr jetzt seht, der IV-Sleeve, der ist jetzt fertig gepackt. Das war sozusagen der Vorgang, wie kommt ihr von all den einzelnen Produkten
zum fertigen IV-Sleeve. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, zur Verfügbarkeit, zu den verschiedenen Farben des IV-Sleeves, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Website www.blacktrident.com vorbei. Das war's soweit zum IV-Sleeve. Falls ihr Fragen habt zu diesem Produkt, dann schreibt uns das auf jeden Fall hier in die Kommentare. Wir beantworten euch die verlässlich. Folgt uns auch auf jeden Fall hier auf YouTube, abonniert den Kanal, lasst einen Like da, drückt die Glocke, dass ihr immer mit den neuesten Videos abgedatet werdet. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.